Etwas Gefährliches passiert gerade in der Region Hessen. Unsere Landesregierung suggeriert einen Gesetzesentwurf, welcher uns Bürger mit Bußgeldern und Haftstrafen mundtot machen kann, durch Kritik an einem fremden Staat, spezifisch die Leugnung des Existenzrechts Israels. Dieser Gesetzesentwurf wird dadurch begründet, dass er gegen Antisemitismus wirken solle. Jedoch wird dieser Entwurf zum einen Antisemitismus nur weiter anfächern und proliferieren und zum zweiten ist ein Existenzrecht ein Recht, welches kein Land auf unserer Erde jemals besitzen sollte, und zum dritten wird hier mit Absicht Antisemitismus oder Judenhass mit Antizionismus, die Ablehnung einer politischen, nicht religiösen Ideologie, gleichgestellt. Gehen wir beisammen diese Punkte durch. Existenzrecht. Israel existiert. Deutschland existiert. Nordkorea existiert, sowie Russland, die Vereinigten Staaten, Iran und Katar. Keines dieser Länder hat ein explizites Recht auf Existenz. In anderen Worten, Bundesländer könnten sich abspalten. Eine Republik könne sich auflösen. Und Territorien, die von Separatisten eingenommen wurden, werden sicherlich nicht gleich von allen Ländern auf der Welt mit offenen Armen empfangen. Viele unserer europäischen Nationen haben souveräne Staaten eingenommen, Kolonialstaaten errichtet und die einheimischen Menschen getötet, vergewaltigt und versklavt. Hatten diese Kolonialprojekte jemals ein Existenzrecht? Hatte das Dritte Reich ein Existenzrecht? Gehören die eingenommenen Territorien der Ukraine, wie der Separatistenstaat Donezk, jetzt Russland an und haben ihr eigenes Existenzrecht? Ich will doch mal hoffen, dass Sie zu jeder Frage hier einmal mit Nein beantwortet haben. Also, wie unterscheidet sich Israel zu diesen anderen Beispielen? Zionismus, ein genozidiales, koloniales Apartheid-Projekt. Ich will erstmal aufklären, was der Unterschied zwischen Zionismus und Judentum ist. Das Judentum ist eine religiöse Ausrichtung, wie das Christsein oder Moslemsein, und wird oft auch mit ethnischen Elementen vermengt. Sprich, wenn Ihre Mutter eine Jüdin ist, dann sind Sie laut der Religion ein ethnischer Jude. Und es ist unmöglich, diesen Status abzulegen durch eine Konversion auf eine andere Religion. Zionismus ist eine politische, koloniale Ideologie, welche einen jüdischen Staat erstrebt. Der Zionismus und auch der Staat Israel an sich werden nicht von allen Juden akzeptiert, noch ist diese Ideologie allein von Juden gefolgt. Sie können da auch gerne einen Namen googeln: Norman Finkelstein, welcher ein antizionistischer Jude ist. My father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated because of the lessons my parents taught me, that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians. Seine Kritik, sowie die Kritik von vielen anderen Juden und Nichtjuden, ist nicht basiert auf Antisemitismus, aber den Handlungen von dem Staat Israel, den Verbrechen der israelischen Armee und den rassistischen Zügen und dem Glaube der jüdischen Überlegenheit gegenüber den arabischen Palästinensern. Antisemitismus ist der Akt des Judenhasses, eine rassistische Vorstellung, welche Juden oft als eine geheime führende Macht darstellt, wobei der Holocaust oft geleugnet oder befürwortet wird. Die Gewalt- und Hassäußerungen gegen Juden kann von verschiedensten Gruppen kommen, wie zum Beispiel Neonazis. Aber nicht alle Judenhasser sind gleich Antizionisten. Ein Beispiel hier wäre der weiße Nationalist Richard Spencer, welcher seine Slogans wie „Juden werden uns nicht ersetzen" erklärt mit weißem Zionismus. I said I'm a white Zionist of sorts. I think I actually said it in a different context. I said it in the sense of my ideal of a European ethno-state actually takes many of its ideas from Zionism. I mean, Zionism was a bold new idea in the sense that there was going to be a racial and also global state.
And what I mean by that is that all Jews should, in the minds of a Zionist, should view Israel as their homeland. Jews are not white, Jews are Jews, as I've said. And the ethno-state, the ideal of the ethno-state would be for us. And Jews already have an ethno-state. Seine Argumentation ist, so wie Juden einen Heimatstaat für sich haben wollen, will er ein Heimatland für Weiße. Deshalb weißer Zionist. Ein Neonazi, welcher das Konzept des Zionismus befürwortet. Antizionismus ist währenddessen ein säkuläres Gegenstück zum Zionismus. Der Antizionist wie Norman Finkelstein, viele, die den jüdischen Glauben folgen, aber auch Nicht-Juden wie ich, kritisieren hier die Kolonialprojekte, die Massenmorde, die rassistischen Parolen und Politik des Staates Israels und die Kollaboration von Staaten wie die Vereinigten Staaten Amerikas und der Europäischen Föderation. Die Leugnung des Existenzrechts Israel ist wichtig, da kein Staat, welches so heftigst und brutalst gegen wehrlose und unschuldige Menschen agiert, mit unserer Befürwortung ausgezeichnet werden darf. Diese Art von freier Meinungsäußerung illegal zu machen, ist ein gefährlicher Schritt in Richtung eines tyrannischen Polizeistaates und kann nicht von Demokraten geduldet werden, ob Mann, Frau, jüdisch, nicht jüdisch, Sozialist oder Liberaler. Noch nicht überzeugt? Dann schauen Sie sich einfach an, was im Gazastreifen und Libanon abgeht. Es ist ein Genozid, ein territorialisches Vergrößerungsprojekt. Menschen werden von israelischen Besetzern abgeknallt, terrorisiert und verjagt. Dies ist keine Verschwörungstheorie, es ist kein Judenhass, es ist nicht einfach woke Ausrasterei, es ist echt, es ist belegt. Schauen Sie doch einfach mal selbst. Mehrere Organisationen sind sich einig, es besteht ein Genozid im Gazastreifen. Amnesty International sagt, ein Genozid besteht im Gazastreifen. Sie zählen viele verschiedene Verbrechen des Staates Israel auf, welche Mord, Zwangsmigration, Apartheid und Genozid beinhalten. Die Vereinten Nationen haben festgestellt, dass ein Genozid in Gaza stattfindet und dass Drittländer wie Deutschland und Amerika eine Teilschuld haben. B'Tselem oder the Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories nennt den Genozid unser Genozid. Schauen Sie sich bitte das Video auf deren Webseite an. Das Lenkem-Institut sagt, ein Genozid besteht im Gazastreifen. Sie erklären auch etwas von dem tieferen Kontext dieser humanitären Katastrophe. Doctors Without Borders beschreiben ihre Arbeit in Palästina und die höllischen Umstände in der Region. Zivilisten und auch Rettungskräfte kommen immer wieder unter Beschuss von den Israelis. Es ist ein Genozid. Israeli-Besetzer in Palästina und jetzt auch in Libanon terrorisieren die Einheimischen und die IDF hilft mit. Sexuelle Übergriffe auf palästinensische Gefangene auf Video. Beitrag von Sky News. Die BBC zeigt den Ausmaß der Zerstörung in Palästina anhand von Satellitenbildern. Apartheid und Rassismus. 2023. Palästinenser mussten Zäune aufbauen, um nicht von Israelis verletzt zu werden. The fence here exists to protect us as Palestinians from settlers' trash and stones and sticks. But the attacks go further than this to pouring skunk water on Palestinians. They even skunk water. Yeah, and they even like the laundry water. They piss in bottles and pour it on Palestinians. They also pour acid. They mainly do it in Ramadan. Why? Because it's full of people here. These attacks happen in front of the army eyes. 2 military watching towers, one to my left and one other to my right. 2 soldiers, 24/7 there. And they see everything happening, but they choose to ignore the Palestinians while being attacked. We, by the way, as Palestinians, we put this fence to protect us, ourselves, from settlers' attacks. Die Apartheidstraßen. Palästinenser und Israelis fahren auf getrennten Straßennetzen. Und leider gibt es viele weitere Beispiele von israelischer Gewalt im Netz, die Sie sich zusammensuchen können. Wenn das Gesetz durchkommt, entsteht eine Verstärkung vom Antisemitismus. Und dies ist deutlich, wenn Sie sich die extreme rechte Szene anschauen. Eine große Narrative, die immer populärer wird, ist die der zionistisch besetzten Regierung. Diese Verschwörungstheorie behauptet, dass Juden die Welt regieren und alle westlichen Staaten der Welt hinter den Kulissen von Israel beeinflusst werden. Dies ist natürlich
nicht der Fall. Jedoch wird diese Theorie immer weiter verstärkt durch die eskalierende Gewalt, die in Palästina und jetzt auch in Libanon Tag für Tag aufgenommen wird, starker Lobbyismus von israelischen Organisationen wie AIPAC und auch durch Nichthandeln und der Verteidigung Israels, wie durch ein Gesetz, welches Israel-Kritik einschränkt. Was denken Sie wird passieren, wenn auf einmal solch eine Kritik nicht mehr erlaubt ist und die ersten Haftstrafen fallen? Mehr Menschen werden dieser Verschwörungstheorie glauben und ruckzuck hat der Staat alles noch schlimmer für nicht nur deutsche Juden, aber den Juden der Welt gemacht. Die sogenannte neue Rechte ist international und dezentralisiert. Wenn das Gesetz durchkommt, wird es sich herumsprechen, und zwar nicht nur in Deutschland. Das garantiere ich Ihnen. Was kann man gegen diesen Gesetzesentwurf machen? Aktion 1. Schreiben. Briefe und E-Mails schreiben. Ich habe in diesem Abschnitt mehrere Entwürfe angehängt, welche Sie an Bürgermeister und andere lokale Politiker senden können und, ganz wichtig, an Leuten vom Bundesrat schicken können. Die Bürgermeister und Politiker, die nicht im Bundesrat ansässig sind wichtig, um Konversationen hinter den Kulissen zu starten. Sie haben zwar nicht die Macht, diesen Entwurf niederzuschlagen, aber wenn diese Menschen Empathie für die Opfer israelischer Gewalt haben, die Meinungsfreiheit als wichtig empfinden, sich schämen für die Kollaboration des deutschen Staates in einem Genozid, verstehen, dass Antisemitismus und Antizionismus sich differenzieren oder selber Antizionisten sind, dann gibt es eine Chance, dass diese Menschen mit ihren Kollegen reden werden und hoffentlich sich ganze Landeskreise gegen diesen Entwurf stellen könnten. Leute, im Bundesrat werden über dieses Gesetz abstimmen und wenn möglich, sollten diese Politiker vor allem physische Briefe bekommen. Es geht hier um Druck. Umso mehr wir lobbyieren, umso höher stehen die Chancen, dass die Abstimmenden die richtige Entscheidung treffen werden. Aktion 2. Flyer drucken lassen und in der Nachbarschaft in Postfächer werfen. Flyer-Designs habe ich natürlich auch angehängt und diese können Sie nach Belieben drucken lassen und in Ihrer Stadt oder Nachbarschaft verteilen. Der QR-Code auf diesen Flyern wird auf diese Infoseite verlinken. Wenn Sie eine antifaschistische Organisation leiten, wäre dies ein prima Projekt, um gegen der Legitimation des israelischen Faschismus zu wirken. Achten Sie auf jeden Fall, wo diese Flyer am ehesten ankommen werden. Wenn Sie wissen, wo viele Studenten zum Beispiel leben oder eine größere Population von Akademikern, Menschen mit Migrationshintergrund und Arbeiter sich befinden, schauen Sie da zuerst. Wohlhabende haben am meisten von dem Genozid Israels zu profitieren, durch Aktienhandel und imperialer Politik. Behalten Sie dies beim Einwerfen im Hinterkopf. Bitte achten Sie, dass keine Sachbeschädigung entsteht und unerwünschte Post gemieden wird. Das Kleben an Wänden und Türen ist unterlassen und Flyer an Autos unter den Scheibenwischern zu klemmen ist oft nicht erwünscht. Belassen Sie es beim Einwerfen in Postfächern, fragen Sie Ladenbesitzer oder verteilen Sie die Flyer in der Stadt mit Erlaubnis vom Ordnungsamt. Wenn ein Postfach es Ihnen untersagt, Werbung einzuwerfen, bleiben Sie auf der sicheren Seite und überspringen Sie es. Aktion 3. Schreiben Sie Influencern aller Art, welche sich für die Meinungsfreiheit, Anti-Imperialismus und für Palästina einsetzen würden. Ob YouTuber, TikToker, Journalisten oder Zeitungen. Verlinken Sie auch gerne auf diese Seite, damit diese Influencer und deren Followern an der Aktion teilnehmen können. Vielen Dank an allen teilnehmenden Kameraden. From a river to the sea, Palestine will be free.